Und jetzt geht der Wettkampf los. Kunstköder versus Naturköder. Erster Wurf, First Cast TV. Fisch. Junge, das ist 1:0 für der Raven. Geisteskrank. So, jetzt wird es passen. Fisch, großer. Ja, Alter, das ist dein PB. Ich hab gesagt, das ist unfair. Oh, Fisch. Der ist gut. Auf dem Boden? Ja. Oh, der ist groß, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Nicht vom Wasser, weil wir haben heute was ganz Besonderes vor. Wir sind hier am Aquarium- und Hengelsports.de V, was auch immer das heißt, Shop und kaufen Würmer, weil wir machen heute Wurm gegen Wurm. Künstliche Wurm gegen natürliche Wurm. Auf Barsch, mal gucken, wie es ist. Dabei wieder Johannes, kennt ihr aus der letzten Folge, und Buddy, Sebastian, mein Partner auch bei der Perch Pro. Wir gehen jetzt erstmal rein, holen ein paar Würmer. Ihr seid dabei. Los geht's. Hey. Ahoi, sagt er. Ha, ahoi. I would like to have worms, please. Ja? One box, How much are there inside? 25. Ich weiß. Nur 2 oder? 2. Ja. Ja, die Würmer werden einzeln abgezählt und wenn wir Carolina Rig fischen, holen wir uns nicht noch Offset-Haken, sondern hier für Wurmhaken, dass die auch halten. Ja, ich hab Bock. Ich bin gespannt, was besser fängt. Ihr kennt ja, wisst ja, die letzte Folge geisteskrank mit einem Raven gefangen, also mit einem künstlichen Wurm von Nace. Ich glaube tatsächlich, dass ein echter Wurm noch mal besser geht. Aber Ist ja geil. wir werden das sehen. Aber hier ist eher so Karpfenfisch, ne? Guck mal, die Bilder da. Wir haben alles. Jetzt geht's zum Wasser. Ich habe richtig Bock. Guten Tag, wie ihr seht, wird hier schwer mal Loch bei schönem Wetter. Bastian ist noch im Call. Und tut so, als ob er arbeiten würde. Wir fahren langsam durch den Kanal. Ich bereite schon mal das Tackle der Wahl vor. Die Routen sind bestückt, einmal Dropshot, einmal C-Rig und einmal an dem Shaky Head. Und zwar geht es heute um den Riven. Ich fische als erstes C05, eine Farbe, die egal bei was für einem Köder, die ich gerne fische. Mal gucken, mit was das denn gleich anfängt, aber ich glaube heute, der Tauwurm wird trotzdem am Ende gewinnen. Abwarten. So, Call vorbei. Kurz mal aufgehalten. First Cast typisch 15:30 Uhr auf dem Wasser. Los geht's. So, wir sind hier am Spot angekommen. Genauso normal mit dem Fisch. Und jetzt geht der Wettkampf los. In die Richtung ist geil. Hier geht's runter. Hier geht's relativ schnell Ja, hoch. rechts steht Fisch. Rechts. Ja. Und hier ist eine krasse Struktur vor uns. Ne? Ja, ich würde jetzt schon gern sehen, wie du deinen Wurm anköderst hier. Das will ich auch sehen. Ich mache ihn genau gleich wie bei mir, wenn ich auf Aal gehe, oder? Würde ich behaupten. Nein. Ich würde ein Bündel machen. Nein, Wirklich? ich würde den so machen wie hier. So Ja, probieren. das war nur ein Scherz. Der Buddy Also hilft ne- dir. Ich So helfe dir, filmt komm. das. Warte, Erster Wurf. Es ist aber unfair, wieso wirfst du schon? Wir angeln doch zusammen. Ach so. Wir sind doch Team Kunstköder, oder? Ja, aber ist ja egal. Ja, Ist ja für ihn unfair. toll. Ich kann ja nichts dafür, dass er so sich ausgesucht hat, mit Naturködern zu angeln. Dauert halt länger. Wir fangen an und riggen jetzt unseren Naturköder. Perfekt. Wie montierst du ihn sonst immer? Eigentlich durch den Kopf einmal, dann Ja. drumherum, einmal nochmal durch die Mitte, eigentlich durch den breitesten Punkt. Ja. Und dann ganz am Ende nochmal so beim letzten Drittel, sodass ein Drittel noch rausschaut. Okay, dann probieren wir es jetzt mal aus. Ich würde den jetzt so montieren, dass ich ihn komplett aufhädel, aber dann montier du ihn mal so, wie du Wie ich ihn sonst am meisten montieren würde. Vertrauen drin hast. Ja, nee, sonst würde ich ihn auch mal probieren, komplett aufzufädeln. Aber dann würde ich wahrscheinlich durch die Mitte und dann hoch, oder? Ja. Fisch. Ja. Dicker Barsch. Du musst ihn schnell da oben, ist Ja. in Struktur, musst ihn relativ schnell drin. Der ist gar nicht Ja. so groß. Können wir auch entgegenfahren, wenn du willst. Nee. Ja, der ist nicht so groß, das ist so ein 40, 35er, 40er vielleicht. Macht aber ganz schön Perz für einen 35er. Der ist größer. Boah, schon richtig fett. Junge, das ist 1:0 für... Ich habe gesagt, fett, das ist unfair. Siehst du?
Es tut mir leid, aber das ist 1:0. Erster Wurf, First Cast TV. Kunstköder 1 und Naturköder noch nicht mal geriggt. Junge, erster Wurf. Das Bitterner Perch Pro und Raven. Kunstköder 1. Da ist er. 4,3 Inch. Und was für ein Barsch. Ey, der hat 47, oder? Wahnsinn. Ist der erste Fisch ein Barsch? Ist der Angeltag im? Barsch. Was hast du gesagt? Boah. Wie schon in der letzten Folge, der Raven. Geisteskrank. Ich habe einen, aber einen kleinen. Oh, Fisch auf Naturköder. Ja, aber ganz kleiner. Ist das 1:1 oder was? Ja. Nee, es zählen nur maßige Fische, tut mir leid. Fast Fisch, gleich los, finde ich. Auf Fisch. jeden Fall schöner. Fisch! Ihr wollt mich verarschen, Alter? Jetzt war ohne Spaß. Das war der nächste Wurf. Wurf Nummer 2. Alter, und noch wieder eine Klamotte. Naja, Ja, aber schöner Fisch trotzdem. also wir müssen noch mal die Regeln besprechen. Das sind Barsche, was du da hattest, das ist doch Okay, kein finde ich Barsch völlig fair. gewesen. Schön gehakt hier. Da. Dann auch ein knapp 40er, würde ich sagen. Wir machen 2:0. 2:1. Ja, das müssen wir noch mal besprechen, wie es steht. Also es wäre unfair, wenn es um die Größe gehen würde, weil ich ja wirklich seit gestern ganz genau diese Art und Weise fische. Und davor noch nie. Okay, dann lassen wir alle Barsche gelten. 2:1. Ja, unten ist ziemlich viel Struktur. Ich habe jetzt den ersten Bait leider abgerissen, habe das Ganze an einem Shaky Head gefischt und hatte auch sofort Kontakt in die Richtung, in die Dustin geworfen hatte, der jetzt natürlich 2 gute Fische in den ersten 2 Würfen gelandet hat. Also Fische sind da und haben Bock. Und ganz untypisch für den Sommer, ne? Total langsame Köderführung. Fisch. Ah, ich fühle ihn total langsam. Und ja, was ich mal echt sagen muss, du hast immer, wenn du die Muscheln, den harten Grund und die Muscheln spürst, ist das super geil. Und das ist ein großer Fisch. Das ist ein sehr großer Fisch, glaube ich. Alter, wollt ihr mich verarschen, Jungs? War das mein dritter Wurf? Ja. Das war mein dritter Wurf. Naja, so groß ist er doch nicht. Aber das ist ein schöner Barsch. Schöner Barsch. So, Raven. Kleiner Barsch. 3 Würfe, 3 Fische. Wahnsinn. Geisterkrank. So, ganz viele Bisse gehabt, aber das ist ein Mini. Aber es ist, weil wir ja alles zählen, 4:1 für den Kunstköder. Ja, das ist 5:1. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Danke. Bitte. So, ja, 38 vielleicht. Wunderschöner Fisch. 5:1 für die Kunstköder. Fisch. Großer? Ja, ist nicht schlecht. PB? Dicker, so kann ich leider nicht. So, die werden jetzt schieben. Sehr geil. Jawohl. Petri. Danke. So, erster Fisch für mich. Wow, guck dir den geilen Barsch an. Mega, auch auf das C-Rig. Da ist er, 10,05. Genauso wie bei Dustin. Und das kann sich sehen lassen. Mega schöner Fisch. Wie war das mit dieser grünen Soße, Dustin, und die Fische beißen nicht? Ja, ja, ich habe gehört, das hat mir jemand erzählt. Scheint nicht zu stimmen. Richtig. Ich will jetzt hier ganz kurz noch mal erklären, wie ich meinen Carolina Rig montiere. Was ich anders mache als die meisten anderen wahrscheinlich, also das erste ist, was der große Vorteil ist am Carolina Rig Fischen, wenn ihr nicht viele Hänger habt, angelt ruhig schwer,
weil das Blei ist natürlich unabhängig vom Köder. Das heißt, der Fisch muss das Blei nicht mit einsaugen. Wenn es schnell auf dem Boden ist egal. Ich will eh meistens am Boden bleiben und nur, dass der Köder hier so schön über den Boden schleift, mal ein bisschen oben ist und dann wieder runter sinkt oder so. Aber schwere Gewichte, gar kein Problem. Was ich anders mache als die meisten anderen, oder was ich noch anders mache, ist, ich nehme keinen Wirbel zur Verbindung, sondern ich nehme 2 ganz starke Stopper. Zwischen den Stoppern und dem Blei mache ich eine Glasperle. Und dann am Ende kommt ein Offset-Haken mit dem Raven. Also eigentlich eine ganz einfache Methode, beziehungsweise ein ganz einfaches Rig, aber unglaublich effektiv und unglaublich fängig, wie man jetzt auch gesehen hat. Das Schöne an den Stoppern, warum ich die verwende, ist, ich kann einfach variieren, wie lang mein Vorfach ist. Gestern war es tatsächlich so, dass die sehr kurze Vorfächer mochten. Heute habe ich das Gefühl, so 10, 20 cm länger dürfen es schon sein. Das habt ihr natürlich diesen Vorteil nicht, wenn ihr mit einem Wirbel angelt, da seid ihr auf eurer Vorfachlänge festgeschrieben. Das heißt, wenn ihr es so macht, mit den Stoppern, habt ihr ein sehr flexibles Carolina Rig und wie ihr gesehen habt, es bringt richtig viele Fische. Auch im Sommer. Viel gehabt, Johannes? Ja, auf jeden Fall, relativ viele sogar. Ich glaube, ich erkenne die Bisse nicht so richtig oder ich fädel falsch auf, aber so, jetzt wird es passen. Ist das 7:1? 7:1, Yes. krass. Auch so ein Mit-30er, aber die haben so viel Power, die stehen richtig gut drin und macht einfach nur mega Laune bei dem geilen Wetter. Oh, nicht so groß, aber der erste war mit noch der größte, ne? Jo. 8:1? Ich meine ja. So, eine Sache müssen wir jetzt testen. Ich mache jetzt auch mal einen kurzen Tauwurm ran oder einen Wurm ran, dass wir checken, ob es am Angler liegt oder am Köder. 7 oder 8:1? 8. 8:1? Was war das denn? Ah, geil. So, ich mache jetzt mal einen Wurm ran, einfach um mal zu gucken, ob die wirklich viel, viel mehr Bock auf Kunstköder haben. Ja, was ich mir vorstellen kann, dass sie den Wurm schlechter erkennen, einfach weil der vom Profil kleiner ist, wie das, was wir jetzt hier verwenden, weil die Würmer deutlich schmaler sind als der jetzt hier. Vielleicht probieren wir den am Dropshot einfach gleich mal, Ja, das glaube ich. dass sie den besser sehen können. Ja. Ich hatte auch schon einen Wurf gehabt, da hast du nichts gefangen. Also Ich muss echt sagen, es war mein erster Wurf mit Wurm und der erste Wurf ohne Biss. Ich habe ein bisschen Hoffnung für mich. Ich versuche es jetzt hier mal mit dem Wurm am Dropshot. Um den zu fixieren, ziehe ich den einfach zweimal auf. Also, das muss funktionieren. Sieht gut aus, Sebastian. Bin gespannt. Das sieht gut aus. Also das ist 100%ige. Fisch? Ja. Aber ganz kleiner. Um die großen zu selektieren, ist es natürlich schwierig mit so kleinen Ködern, weil... Oh! Und weg ist er. Aber ich meine, jeder kennt es von euch von früher wahrscheinlich noch, wenn man sich mit Pose und Wurm hingesetzt hat. Die kleinen Barsche lieben einfach so kleine Würmer. Mal gucken. Wenn der ein oder andere große vorbeischwimmt, wird der da mit Sicherheit aber auch hängen bleiben. Oh, der ist groß, oder? Hecht, oder? Alter, was war das denn? Keine Ahnung. Ah, das war ein Riesenfisch. Das ist ein Waller, oder? Das hatte ich noch nie. Aber es war auf jeden Fall ein großer Fisch, der beim Anheben gebissen hat. Ne? Viele wissen es wahrscheinlich von euch noch gar nicht, aber Mr. Bienenapfel, Sebastian, ist neu im Team Nace. Richtig. Seit jetzt einem Monat, 2 Monaten? Ja, ungefähr. Ja. Ja, das Ding kenne ich ja jetzt schon ewig lange.
Und Viel Stress mit mir gehabt? wir haben viele tolle Situationen miteinander gehabt, durch dick und dünn gegangen. Und weil alles so gut matcht, ist es natürlich mega geil, dass man jetzt auch die gleichen Köder, die gleichen Routen fischt. Und das ganze Team von Nace ist natürlich Oberhammer. Mit dem Flo hinter der Kamera. Was soll er jetzt auch anderes sagen, ne? Wenn er hier auf dem Boot steht? Ja, auf dem Boot, das wir zusammengebaut haben. Ja, durch dick und dünn, deshalb, weil Basti ist quasi mein Bootshändler und mein Ansprechpartner, was Boote betrifft. Und ich benutze die Boote halt. Ne? Dustin ist ein echter Nutzer. Und wie das ist, brauchen die Leute, die es am meisten nutzen, am meisten Unterstützung. Und das lassen wir einfach so stehen. Ja. So, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, gleichfalls. Jetzt habe ich einen Ich großen. freue mich mal sehen, wenn es so beißt. Jetzt Oh! habe ich einen großen, ja. Einen großen? Ja. Oh! Kannst du mich Zum bitte Kescher? nächstes Mal nicht in der Moderation unterbrechen, bitte? Also für meine Verhältnisse einen großen auf jeden Fall. Ich habe einen großen, sagt er. Ja. Das hat deine Freundin jetzt aber anders erzählt. Für meine Verhältnisse einen großen. Nee, ich brauche keinen Kescher. Sieht ja so raus. Doch, komm ran. Ah, hier. Ja, Vielen geil. Dank. 2. 8:3, oder? Ja. 2 leider nur. Nee. Buddy Oh. hat auch einen auf Kunst. Ja. Auf Echt? Den lasse ich mal schnell wieder ins Wasser. Ich hole auch nur auf, weil die anderen gerade am Testen, Ausprobieren sind und dann moderieren. Bevor ich neu binde, probiere ich es jetzt trotzdem mal mit einer Craw. Jo, Fisch. Fisch, großer. Hier. Auf Craw. Craw. Das ist außerhalb der Wertung, mein Freund. Aber ist egal. Das ist aber kein Barsch, ne? Weiß ich nicht. Doch, das Wie ist man Barsch. das anhält. Barsch? Das hast du für 18 Gramm? Ja. Oh ja, das ist ein richtig dicker. Jo. Boah, schöner Fisch, aber ich krieg den so irgendwie so schlecht. Ich sehe ihn gar nicht. Aber den richtig Power, ne, die Junge? Kommt hoch. Ja, Alter. Boah. Das ist dein PB. Alter, was ist das denn? Oh, 2 Würfe mit der Craw gemacht. Guckt euch den Barsch an. Der Geisteskrank. Wahnsinn. Oh, ganz langsam über den Boden geführt. Relativ großes Profil, aber der Riesenbarsch, der schnauft sich den natürlich komplett weg. Boah, krasser Fisch, ey. Wahnsinn. Schade, dass wir kein Measureboard dabei haben, weil es hätte tatsächlich dein PB sein können. Ich glaube, der war so ein bisschen über 50. Ja, Egal. Es ist vollkommen egal. Geiler Fisch auf meine Lieblingstechnik, Ja. Skirted Jig. Der zählt nicht in die Wertung, deswegen 8:3. Aber ich hatte gerade währenddessen einen kleinen Fisch. Das können ja alle bezeugen. 9:3 für Kunstköder. Richtig. Krass. Ich packe die jetzt wieder weg, montiere mir die Dropshot-Rute nochmal und dann versuche ich nochmal mit dem Naturköder was zu reißen. Oh, Wissen. Ne, ist dran. Ist dran. Jawohl, Ja. ein dicker, ne? Ja, ein guter. Auf was? Auf den Raven. Raven, den du mir gerade vorhin zugeworfen hast. Geil. Das Lustige ist, Johannes hat jetzt gewechselt auf, du musst immer Spannung halten, ne? Das Ja. ist viel zu locker, viel zu locker. Genau so bleiben. Die ganze Zeit. Ja, so Weiter, gut ist er weiter, nicht. weiter, So gut weiter. ist er nicht. Trotzdem, aber gewechselt und dann direkt geklappt. Warte, ich hol ihn dir. Jo. Geil. Perfekt. Sauber. Danke dir. Das ist ja, aber du führst jetzt im falschen Team. Das ist ja dann jetzt Ich weiß. das 10 oder 11:3. Ja, das stimmt. Den Raven, den mir Dustin gerade eben zugeworfen hat und es hat dann direkt geklappt. War echt super. Am Anfang der Folge hätte ich schwören können, dass der Naturköder besser abräumt, aber ich habe jetzt den Vergleich selber 1-2 Mal gefischt. Das ist unglaublich. Aber einen guten. Naja, nicht so guten, aber okay. Jetzt guckt euch das an. Ja, jetzt checke ich wenigstens endlich, wie es funktioniert.
gerade eben wieder auf den Kunstköder eingefangen. Ich glaube, langsam habe ich ihn dreht raus, aber ich finde ihn ganz schön, weil er einfach fast kaum sichtbare Streifen hat. Aber jetzt macht's wirklich richtig Bock. 12:3. Richtig runter. Oh, sorry. Das darf im Wettkampf nicht passieren, aber so ist egal. Boah. Das ist auch ein Fuffi, oder? Ja. Boah, nee, dass wir kein Measureboard dabei haben. Guckt euch mal an, wie viel. Wow. Mega Fisch das denn. Ich glaube, das ist 14 oder weiß ich was zu, keine Ahnung was. Boah, das ist toll, wenn die so wegschwimmen. Mhm. Boah, so ganz langsam. Du kannst mir eh nichts. Saubermaschine. Ach, geil. Da hat ja wohl geknallt. Und guckt euch, ey, ganz ehrlich. 4 Inch. Wie steht's? 13, 14 zu 3? Oh, Fisch? Ja, der ist gut. Auf dem Wurm? Ja, der ist der Beste. Ja, Spannung halten. Ja. Neuer PB wahrscheinlich. Und höher? Jo. Also, auf Jawohl. jeden Fall für mich der Beste bisher. Ja, Auf Naturköder. Naturköder, ja. Naturköder. Nicht dein Danke PB, dir. aber ein wunderschöner Nee. Barsch. Schöner Fisch. Voll schön. Richtig gut. Geil, da marschieren sogar Krebse auf ihm rum. Krank. Schau, hier läuft ein Krebs rum. Bachflohkrebse. Ja, Bachflohkrebse. Auf ihm drauf. Ja, das ist hier eigentlich normal bei den Barschen. Mir ist die Sonne gerade echt ein bisschen zu wild, ey. Gibt es einen Schattenspot hier? Ja, wenn du dich noch mal ein Stück nach links stellst. Kann man auch nur mit einem einfachen Kopfschütteln beantworten. Muss reichen. Was ist vor das denn? Das geht dich einfach mal nichts an. Oder? Der ist aber leider tatsächlich nicht so groß wie der eben. Also der ist kein ganz kleiner, aber keine. Oh ja, gut. Wäre für die Top 5 auch nicht so schlecht. Der hat auch. Boah, guck mal, wie vergummert er ist. Ja, na 45 hat er nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht ein genau 45er. Ja, tatsächlich, ich habe den absolut unterschätzt. An 45er Barsch würde ich sagen. Mhm. Fisch Nummer 15. 15 zu 4, ne? Ja. Ja. Toll, danke, Großer. Wir angeln ja auch ein bisschen für die Vorbereitung oder beziehungsweise für die Perch Pro, um uns vorzubereiten. Das heißt, wir wissen, hier sind große Fische, wir wissen, es beißt, wir würden lieben gerne hier weiter angeln. Aber wir müssen andere Spots noch Wir machen einen rausfinden. Spotwechsel. Hier in der Nähe sind letzter Wurf und dann geht's los. Das ist es, ne? Den letzten Wurf macht man dann halt eben doch noch. So, letzter Spot, vermutlich. Das Ergebnis war doch sehr eindeutig, muss ich sagen. Es steht 15 zu 4. Jetzt muss man sagen, angeln wir deshalb aber auch alle, du auch, oder? Ja. Kunstköder. Also der künstliche Wurm war dem natürlichen deutlich überlegen. Krass, ich hätte tatsächlich gedacht, das geht anders aus. Also ich dachte schon, dass der künstliche mithalten kann, aber ich hätte schon gedacht, ja, die Würmer funktionieren genauso gut, oder Buddy? Ja, ich glaube vielleicht am Ende, wie gesagt, dass die Naturwürmer ein bisschen kleiner waren, aber ich hätte auch schwören können, dass der Naturwurm heute ebenbürtig, wenn nicht besser funktioniert. Aber echt krass, also das Ergebnis war sehr, sehr eindeutig. Ja, der ist gut. Ja, weil die das jetzt sehen. Jawohl! Geil. Da ist er. Sauber. Das war jetzt der Abschlussfisch.
War ein schöner Biss. Oh, da ist er. Was für ein schöner Fisch. Schöner Barsch. Geil. Toll. Und? Das 16 zu 4 oder 5? 4, oder? 16 zu 4. Raven, das war der Bringer heute. Zurück, die Gute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Schaut doch mal bei den Jungs vorbei, Instagram, in der Videobeschreibung. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.